Ich zeige euch heute mal meinen Lieblingssupermarkt. Der ist im Grunde nur 1 Minute entfernt von unserem Airbnb. Da gehen wir jetzt hin und dann zeige ich euch mal, was kosten da so die Standardprodukte hier in Frankreich. Dazu möchte ich einmal sagen, ich habe dieses Video an einem Montagvormittag gedreht und ich habe nicht gedacht, dass es so voll sein wird. Deshalb konnte ich nicht komplett alles in einem Zug drehen, sondern habe immer nur stückchenweise drehen können. Aber schaut selbst. Ich werde in diesem Video auch nicht alle möglichen Produkte zeigen, sondern wirklich so die Standardprodukte, die Lebensmittel, die man so täglich braucht, beziehungsweise die ich täglich nutze, muss ich gestehen. Zum Beispiel Äpfel. Ich würde sagen, der Apfelpreis ist ungefähr genauso wie in Deutschland. Weil für mich sind die Lady Pink sehr wichtig, 3,19 € für 6 Stück. Ich glaube, wir haben in Deutschland teilweise sogar einen höheren Preis. Ich erinnere mich zum Beispiel, wenn es beim Aldi welche im Angebot gibt, dann kosten die halt unter 3 €, sonst oft eigentlich über 3 €. Was Tomaten betrifft, esse ich eigentlich nur noch so Cherry-Tomaten oder so kleine Datteltomaten. Und hier habe ich gesehen 2,69 bzw. 1,99. Je nach Qualität. Ich habe in Deutschland günstigere gegessen, aber die hatten nicht so eine gute Qualität wie hier. Also da kosten gute Tomaten auch gerne mal mehr. Hier seht ihr Orangen, Clementinen und all sowas. Ihr könnt das Video natürlich auch gerne zwischendurch stoppen, um bestimmte Preise zu sehen. Bananen waren diesmal sogar im Angebot, aber die Kiste mit den Angebotsbananen war leider fast schon leer. 99 Cent das Kilo, finde ich ein mega Preis, aber ich finde den Preis von den normalen Bananen eigentlich auch in Ordnung. Hier seht ihr übrigens, wie ich meinen Apfel wiege. Ich habe mir jetzt erstmal nur einen gekauft, weil wir bald umziehen in ein anderes Airbnb. Und ja, das funktioniert eigentlich genauso wie in Deutschland. Ihr müsst nur euer Produkt suchen, den Namen auch, je nachdem welche Apfelsorte. Dann seht ihr meine Lieblingsabteilung, nämlich diese frischen Backwaren. Wir haben letztens diese Dime Donuts probiert, die waren super lecker. Finde ich preislich auch alles in Ordnung. Schaut mal zum Beispiel hier für 1 € so 4 Mini-Donuts. Hätte ich nicht gedacht in Frankreich. Hättet ihr das gedacht? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und auch hier alles mögliche Eclair, 1,25, das kostet beim Bäcker alles viel, viel mehr. Und ich sag mal so, Geschmacksunterschiede würde ich jetzt nicht unbedingt erkennen. Auch ganz viele Kuchen zum Beispiel, die kosten dann ein bisschen mehr, aber die sind auch echt lecker. Dann gibt es hier so ein paar Markensüßigkeiten, je nachdem wer sowas mag. Twix, ich glaube knapp über 2 €, geht voll klar, ist in Deutschland nicht anders. Was ich auch voll gerne esse, ist zum Beispiel Activia. Hier nur 2,49 €, mega viele. Und dann noch griechischer Joghurt war, glaube ich, auch irgendwie knapp über 2 €, richtig viele. Also da kenne ich von Deutschland teilweise höhere Preise, muss ich ehrlich gestehen. Nüsse finde ich in Frankreich natürlich nicht so günstig. Ich kenne das von Deutschland teilweise etwas günstiger. Brot geht dagegen voll klar, teilweise 1 € noch was, je nachdem welches Brot, ne? Zum Beispiel essen wir gerne dieses Sandwich, dieses Vollkorn-Sandwich, 1 noch was. Also ganz ehrlich, da kommst du voll klar mit diesen Preisen. Und hier gibt es nochmal die ganz, ganz frischen Backwaren, zum Beispiel Croissants. Ich glaube 1 € das Stück oder um 1 €. Richtig günstig, da haben wir uns letztens auch super leckere Schokobrötchen geholt. Auch hier frisches Brot um 1 € noch was, 2 €. Was ich in Frankreich auch richtig geil finde, ist die Tiefkühlwarenabteilung. Ich habe die ganzen Sachen zwar alle noch nicht ausprobiert, aber ich finde, es gibt hier echt nochmal eine ganz andere Auswahl als in Deutschland. Und ich glaube, ich werde noch einiges ausprobieren. Das hier sieht zum Beispiel mega lecker aus, diese Taschen. Zwar alles nicht so ganz gesund, aber come on, manchmal muss es schnell gehen. Auch hier die Pizzen, ich sag mal preislich, alles ähnlich wie bei uns. Es gibt Pizzen für um 2 €, es gibt Pizzen für um 4 €. Günstige Pommes, ich habe sogar welche gesehen unter 2 €, geht voll klar. Es muss ja nicht immer McCain sein oder so. Auch hier voll die geilen Sachen, ey. Dann Fleisch gibt's auch. Auch die unterschiedlichsten Preise. Ich kaufe gar nicht so viel Fleisch ein, deswegen kann ich da euch gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß auch nicht, was das so in Deutschland kostet, aber ich würde sagen, je nach Qualität mal mehr, mal weniger. Diese Abteilung liebe ich auch, weil hier gibt es Sachen, die kurz vorm Ablaufen sind, die dann echt nochmal richtig geil reduziert sind. Und dann gibt es noch einen Gang mit ganz frischen Teigwaren, die man selber kochen muss. Also frische Pasta, frische Pizza,
richtig schön, qualitativ, hochwertig. Kostet alles natürlich ein bisschen mehr, aber wenn man so ein bisschen mal Qualität möchte, sage ich mal, dann kauft man das schon mal. Hier habe ich euch noch ein bisschen das Fleisch abgefilmt. Keine Ahnung, ob das teuer oder günstig ist. Ich vermute, die Qualität ist gut. Also zumindest denke ich das immer, wenn man etwas bisschen teureres Fleisch kauft. Hier seht ihr die Käseauswahl, je nach Sorte mal teurer, mal günstiger. Wir essen immer gerne Leerdammer. Ich glaube 2,49 oder so. Also genau wie in Deutschland, würde ich sagen. Was hier etwas teurer ist, ist Wurstaufschnitt. Also wir essen immer sehr gerne Poulet und das kostet halt schon ein bisschen mehr. Aber da teilt man sich das auch so ein bisschen ein. Und ich finde, das hat immer sowas von einem richtigen Hühnchenbraten, was dann so ein bisschen gesliced wurde. Finde ich mega lecker. Also da gebe ich auch gerne ein bisschen mehr aus und esse das dann aber auch nicht täglich. Dann kommen wir zu einem Produkt, was man auch täglich benötigt, und zwar Klopapier. Ich habe nicht gedacht, dass es hier so günstig ist, weil ich war schon in Läden, wo es deutlich teurer war. 6 Rollen für 2,49 und zwar dreilagig. Das finde ich eigentlich immer ganz gut und wichtig. Habe ich in Deutschland echt schon teurer gesehen. Je nachdem, wo man einkauft natürlich. Ne? Lidl und Aldi günstiger. Aber da war ich echt überrascht. Habe ich nicht gedacht. Gibt natürlich auch Qualitätsunterschiede, aber das, was wir jetzt genommen haben, ist eigentlich voll in Ordnung. Hier seht ihr noch Zahnbürsten, Zahnpasta. Also die Zahnbürsten gerade, die ich gezeigt habe, fand ich echt günstig, hätte ich nicht gedacht. Und hier gibt es Zahnpasta für 99 Cent. Also klar, wenn man seinen Favoriten hat, dann wird man vielleicht suchen müssen. Aber ganz ehrlich, Zahnpasta ins Zahnpasta, also no worries. Hier seht ihr noch ein bisschen Gesichtscreme, also solche Sachen sind hier schon teurer, muss man sagen. Auch hier diese typischen Elvital, Head & Shoulders Produkte, da muss man dann vielleicht nach Angeboten schauen. Aber es gibt auch immer wieder, ich würde sagen, Eigenmarken-Shampoos und so. Die finde ich dann preislich völlig in Ordnung, 2 Euro noch was. Und wir haben ein richtig gutes Shampoo, zwar von einem anderen Laden. Das ist aber auch eine Eigenmarke und überhaupt nicht teuer. Hier Eier, würde ich sagen, sind in Deutschland schon günstiger. Ich kann natürlich nicht sagen, was ist jetzt wegen Bodenhaltung, keine Ahnung, Qualitätsunterschiede. I don't know. Und hier seht ihr auch noch so Puddings und alles Mögliche. Würde ich auch sagen, voll günstig. Also hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich würde sogar sagen, je nach Sorte sogar günstiger als in Deutschland. Müsste man natürlich genauer vergleichen, aber ich fand die Preise einfach mega. Also ich war sehr, sehr überrascht. Dann haben wir noch sowas wie Ketchup, Mayonnaise. War ich auch überrascht, dass das so günstig ist. Hätte ich nicht gedacht. In Deutschland weiß ich gar nicht, ob man Ketchup, ja natürlich je nachdem, wo man es kauft. Lidl, Aldi ist vielleicht auch ähnlich günstig oder günstiger, weiß ich nicht. Ich bin nicht so oft bei Lidl und Aldi, aber finde die Preise völlig in Ordnung. Dann habe ich euch noch so ein bisschen die ganzen Nudeln abgefilmt. Gibt es auch immer wieder voll die geilen Angebote, selbst bei Markenprodukten. Und schaut mal, diese No-Name-Sachen echt günstig. Also ich sag mal so, wenn man sich einfach ernähren möchte, dann ist es hier auch komplett günstig, alles zu machen. Das ist echt, also sehr überraschend, muss ich gestehen. Auch hier dieser Cannelloni-Teig für 1,07 Euro. Hätte ich nie im Leben mit gerechnet, sage ich ganz ehrlich. Oder hier Nudeln unter 1 Euro. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es gerade in Deutschland aussieht. Worüber ich auch sehr überrascht war, diesen ganzen Chips. Also es gibt so viele Sorten. Und schaut einfach mal, wie günstig die alle sind. Habe ich nicht mit gerechnet. Schaut mal, also keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich in Deutschland das letzte Mal solche Chipspreise gesehen habe. Gut, 1,49 ist klar. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich bin nicht so oft bei Lidl und Aldi. Aber schreibt mir mal gerne, was kosten da die günstigsten Chips? Das würde mich auch mal interessieren. Auch hier diese ganzen Kekse, Tux und keine Ahnung, Knabbergedöns. Ey, das ist voll günstig. Also finde ich jetzt. Dann, was ich auch immer geil finde, sind diese ganzen Fertiggerichte. Klar, ist nicht so gesund, aber da werde ich auch mal welche von ausprobieren, denn manchmal muss es einfach schnell gehen. Säfte gibt es ja auch. Ich würde auch sagen, komplett normale Preise. Ganz ähnlich wie in Deutschland. Vor allem, das sind jetzt so Markengeschichten hier wie Fanta, Lipton Iced Tea, Schweppes, keine Ahnung was. Und würde ich auch sagen, ist in Ordnung. Hier Mirinda, keine Ahnung, was das für eine Sorte ist, sieht aber mega aus, das ist rot. Cola haben wir auch da. Dann das Wasser, was wir hier immer trinken, ist dieses Crystalline, 20 Cent pro Flasche, glaube ich, sind es. Crystalline oder Kristalline, keine Ahnung. Frag mich nicht, wie man es genau ausspricht. Tees gibt es ja auch immer günstiger. Also wenn du sagst, okay, ich brauche einfach nur einen günstigen Tee, let's go, haben wir alles da. Gibt natürlich auch teure Tees, die dann 5 Euro kosten, je nach Sorte.
Aber wenn du einfach nur einfachen Tee willst, kommst du da auch echt günstig weg. Eine weitere Abteilung, wo ich sagen muss, ungesund, aber viel günstiger als in Deutschland, sind diese ganzen Plätzchen, Kekse, whatever. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann das letzte Mal in Deutschland Kekse oder so Plätzchen gesehen habe unter €1. Wenn, dann muss es schon echt Angebotspreis gewesen sein. Ich finde es geil, ich liebe diese Abteilung. Ich versuche da nicht so viel von zu kaufen. Allein die sind so lecker, diese Framboise-Kekse oder Fraise. Ich versuche da nicht so viel von zu naschen, aber zwischendurch braucht man doch so ein paar Kekse und da finde ich die Preise einfach mega. Also so eine große Auswahl auch allein schon. Hier sind nochmal so Nüsse, Trockenfrüchte und so. Ist alles ein Ticken teurer als in Deutschland. Aber was wir hier immer kaufen, sind so Ingwerstückchen. Die finde ich super lecker. 3 € für, ich weiß gerade nicht wie viel Gramm. Dann habe ich hier euch noch einmal abgefilmt, diese Törtchen. Und zwar gibt es hier voll oft 50% Aufkleber, wenn die quasi am selben Tag ablaufen. Haben wir uns direkt mitgenommen, 50%. Also 2,70 € oder so für 2 von solchen Himbeertörtchen, die allein beim Bäcker schon 4 € pro Stück kosten. Auch hier diese Tropisieren-Törtchen, guck mal, alles 50% nochmal, einfach weil die vielleicht am selben Tag oder am nächsten Tag ablaufen. 3 Romana-Salate im Angebot 1,29 €. Ich glaube, in Deutschland gibt es für diesen Preis im Angebot nur 2 Stück. Bin mir aber nicht sicher. Wie gesagt, ich kaufe nicht überall ein in Deutschland. Ich weiß nicht von allen Angeboten in Deutschland, deswegen das ist nur so eine leichte Mutmaßung. Was mir noch aufgefallen ist, die Gurken kosten ungefähr genauso wie in Deutschland, aber sind ultra dick. Also wir hatten gestern so eine fette Gurke, das ist Wahnsinn. Also da habe ich letztens in Deutschland gedacht, scheiße, was kriegt man denn hier bitte für komische Gurken? Also richtig dünne, vergammelte. Ihr seht hier noch so ein paar Sachen, die es hier auch gibt in diesem Laden, was ich auch cool finde, falls man irgendwas in dieser Richtung braucht, Geschirr, so Gedöns. Dann hier noch so ein paar Elektrogeräte. Selbstbedienungskassen finde ich auch geil. Es gibt auch normale Kassen, die sind aber nicht immer besetzt. Umso geiler finde ich, dass man auch einfach selbst machen kann. Es geht irgendwie schneller, man muss nicht wirklich lange anstehen. Man scannt einfach seine Sachen durch mit diesem Gerät. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, es gibt in Frankreich auch Lidl und Aldi. Und ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht hier und da noch günstiger sind, aber ich fand diesen Laden schon echt mega. Ich kannte ihn vorher nicht, ich war davor immer im Monoprix oder Casino oder Carrefour. Und da ist alles noch ein Ticken teurer, beziehungsweise immer wenn man Eigenmarken findet, dann ist es doch immer so die günstigste Variante. Und ich war aber echt überrascht von diesem Auchan, also ich hoffe, ich spreche das richtig aus, weil den kannte ich vorher noch gar nicht. Und wie gesagt, Aldi, Lidl gibt es hier auch und ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr einen Laden in der Nähe habt von eurem Airbnb, schaut, dass dieser Laden nicht zu klein ist, denn je kleiner dieser Supermarkt, desto teurer ist er. Ihr könnt diese Kasse hier natürlich auch auf Englisch einstellen, aber es ist eigentlich alles sehr selbsterklärend. Zum Beispiel hier, ob ihr irgendeine Treuekarte habt oder so. Nö, habe ich nicht, no merci. Super einfach und hier könnt ihr einfach sagen, wie ihr bezahlen wollt. Wir machen das Ganze natürlich mit Kreditkarte. Einfach nur die Karte da dran halten und dann ist es auch schon bezahlt. Einen Beleg möchten wir natürlich auch haben. Und ich muss gestehen, mein Fazit zu diesem Supermarkt, ich bin super begeistert. Ich kannte vorher nur Carrefour, Monoprix und die ganzen. Und die waren immer einen Ticken teurer, beziehungsweise wie gesagt, Eigenmarken gehen immer klar. Aber hier von diesem Laden war ich super begeistert. Diesen Code brauchen wir auch noch zum Rausgehen gleich, werdet ihr gleich sehen. Mein Fazit, ich lieb's, ich bin begeistert. Teilweise günstiger als Deutschland. Ein paar Sachen ein bisschen teurer, aber finde ich nicht schlimm. Hier habt ihr gesehen, einmal diesen Code dran halten und schon kann man wieder raus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch am meisten überrascht hat und folgt mir gern, wenn ihr mehr solche Videos sehen möchtet.